Halleluja. Es sieht so aus, als wenn wir bald wieder aufmachen können. Wir wissen es zwar noch nicht, welcher Monat, aber ihr merkt ja, die Friseure haben wieder geöffnet. Also es kann ja sein, dass wir Oder auch sollen bald- demnächst öffnen, aber wie Am 1. gesagt, März. also am 1. März und wir hoffen, wie gesagt, dass wir jetzt Anfang des Jahres im Frühjahr endlich wieder starten können. Genau. Und darum wollen wir heute ein bisschen in die Zukunft schauen Richtig. und schon mal gucken, was denn demnächst, wenn wir aufmachen dürfen, dann startet. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, hallo. Heute Show 14, ne? Ist heute richtig? 14, ja. 14. Ah, ist das schön. 2 mal 7. Da haben wir aber schon viel geschafft. Ja, wir Ja. waren fleißig. Kann keiner Wir sagen, waren dass wir nicht fleißig waren. Ja, genau. Jede Woche beglücken wir euch mit einem wunderschönen kleinen Event, was wir hier immer so planen. Ja, mit einer wunderschönen Show. Ja, wir wollen ein bisschen in die Zukunft schauen. Heute geht es also ein bisschen ein bisschen Kinderfilm. Ja. Machen wir heute. Wir haben ein bisschen was für die Action-Sparte. Action-Sparte und dann natürlich auch nochmal für den richtigen schönen Gruselabend. Na, Gruseln ist es nicht, aber für den zittrigen Abend, so möchte ich das mal Ja, sagen. ein bisschen was Brutaleres für Erwachsene. Ja, einen kleinen Früller. Ja, und wir wollen natürlich auch ein bisschen anfangen jetzt mit Kind. Also wir fangen mal von klein nach groß an mit den Kinderfilmen. Und jeder wartet natürlich drauf, ne? Oder gibt es ein Kinojahr ohne Pferdefilm? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Also fangen wir auch mal wieder an. Und soll eigentlich jetzt Ende März schon starten? Ja, Ende März eigentlich, aber wie gesagt, man weiß ja nicht, wie Genau. die Verschiebungen noch sind, aber wir hoffen, wir im April Ja, können wir wir spielen. tun mal so, als wenn wir dann Ende März, Anfang April auch wieder weitermachen können. Und demzufolge hier für euch zuerst Ostwind, der große Orkan. Du und Ari, ihr seid verbunden. Du sagst, Ostwind habe dich gerufen in diesem Traum. Es war Ari. Sie hat nicht immer die Kraft, allein das Richtige zu tun. Ariel! Bereit für den zweiten Durchlauf? Meine Damen und Herren, der Unvergessliche, der Unvergleichliche, der große Orkan! Gänsehaut. Okay. Der nächste Auftritt ist sein letzter. Mika! Wo steckt Ari? Er sieht wirklich aus wie Orkan. Wir tauschen sie aus. Mika! Was ist das hier? Ein Zirkus? Stop me on my way to you. Trust me, I will always catch you if you fall. Everywhere you go, I follow. Everywhere you Showreiten ist deine Bestimmung. Euer Streit hat Ostwind zerrissen. Das ist es, was du spürst. Ich träume. Nee, jetzt nicht mehr. Wir brauchen deine Hilfe, Sam. I follow. Where you go, I follow. Where you go, I follow. Where you go, I follow. Ja, der große Orkan, ne? Das Phänomen Ostwind, der wunderschöne Rappe. Ja, es geht weiter. Wo geht's hin? Letzter Teil. Letzter Teil soll es sein? Ja, so wie sie angeteasert haben, soll es wohl der letzte Teil sein. Und dann gucken wir mal, welche Pferdefilme noch kommen. in den Genau. nächsten Jahren. Ja, eigentlich schade. Also es hat ja auch über die Jahre auch so ein bisschen so den Sommer, das Frühjahr immer so ein bisschen im Kino geholfen, wenn so ein schöner Pferdefilm wie Ostwind kam. Ja, vielleicht sind auch die Darsteller jetzt alle schon auch erwachsener geworden, dass man vielleicht Ja. erstmal nochmal einen neuen Cast macht. Ja, jetzt können die wahrscheinlich alle selber schon Kinder kriegen. Obwohl, wenn man sich die so anguckt, also auch den Trailer so ein bisschen anguckt, so gealtert, finde ich, sind sie gar nicht.
Nein, das nicht, aber vielleicht laufen auch die Verträge aus oder vielleicht ist auch das Pferd langsam auch zu alt. obwohl Ich glaube, die wahrscheinlich haben ja sie damals mehrere- alle so hintereinander weggedreht. Ja. So, und sagen, okay, jetzt machen wir mal Teil 1. Naja, jedes Jahr ein. Ach, guck. War ja Ja. so, glaube ich. Ne? Jedes Jahr kam Jedes einer, außer Jahr ein. halt 2020. Also mit wird Pandemie. 2019 wahrscheinlich der gedreht worden sein. Das kann gut möglich sein. Ne? Weil verschoben wurde ja jetzt um gut fast ein Jahr. Ja, von den Schauspielern her, also es gibt kaum was Neues im Endeffekt. Also es ist immer noch Ari, gespielt von Luna Piano oder ja, Payano. Payano, So, und natürlich unsere Hannah Binke. Hannah Binke, die natürlich auch unsere rothaarige Schönheit dann natürlich wieder spielt auf Ostwind, auf dem schwarzen Rappen. Ja, und was geht's eigentlich in dem Film? Es zieht ein großer Orkan auf, so wie der Filmtitel schon preisgibt. Ja. Und auf diesem Pferdehof zieht ein Unwetter und ein Wanderzirkus, der ja so auf Pferde spezialisiert ist. Na, so Kunstreiten, ne? Sucht Unterschlupf, ja. So, und da hat sich nämlich Ari, also im Endeffekt die kleine Luna, ich glaube, so klein sind die alle nicht mehr, aber wir sagen immer noch die kleine Luna, ne, also Ari, will oder sieht irgendwie Kunstreiter da in diesem Wanderzirkus und glaubt, dass sie das auch kann und möchte natürlich da mitmachen. So, und natürlich mit wem? Mit Ostwind. Ne, weil Ostwind ja alles kann. Er ist ja sozusagen in diesem Pferdefilm auch die eierlegende Wollmilchsau. Ne, er kann ja alles, der liebe Ostwind. Ja, also ich nehme an, ne, ist es ein Er oder eine Sie? Ich glaube, es war immer ein Er, ne? Ostwind. Ich glaube, war ein R. Ja, ne? Ja, müssten wir uns auch nochmal reinlesen. Gut, aber, wie das öfter so ist, eine schöne Geschichte, muss natürlich auch gemacht werden. Mit diesem Zirkusdirektor, da stimmt irgendwas nicht. Ja, der ist irgendwie Nicht so koscher. nicht ganz so Ja. und der hat sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen in das Pferd verguckt und die haben auch ein bisschen was vor damit. Ja. Und plötzlich ist, wie es immer so gut ist, alles in Gefahr. Genau. Und man muss Ostwind retten. Richtig retten. Und wie macht man am besten, wenn Ari das alleine nicht schafft? Man holt sich wieder Mia. Genau so sieht's aus. Aber sie ist nicht mehr in Deutschland, sie lebt in Kanada Sie jetzt. lebt in Kanada und kommt zurück. Und dann geht das nämlich los. So, und dann muss man natürlich wieder, wie das auch immer in den anderen Filmen war, natürlich auch mit Ostwind zusammen, und er wird wahrscheinlich auch helfen, ne, dass das Ganze auch wieder ins richtige Lot gerückt wird und man dann wieder frank und frei, wie hat Theo Ling damals gesagt, frisch, fromm, fröhlich, frei, na, dann wieder in den Alltag ziehen kann. Genau. Ne? Ja, also Ostwind, ne? Also liebe Kinder, liebe Reiterfreunde, es ist was Schönes, und ihr wisst ja auch, dieser Film ist sehr farbenfroh gestaltet. Ja, also es guckt sich schön auf einer großen Leinwand sehr, sehr gut weg. Und wie gesagt, als startender Kinderfilm natürlich wollen wir den natürlich auch haben und wollen den natürlich auch spielen. Ne? Weil wir brauchen den Pferdefilm im Jahr. Genau. Ja, gut, von dem Pferdefilm, gut, also als Kinder- oder Familienfilm, werden wir jetzt mal ein bisschen, wieder schneller. Ja, die Pferdestärken spielen natürlich da auch eine Rolle. Ja, schöne Überleitung. Das ist super. So, aber man muss ja wirklich sagen, in den letzten Teilen, so richtig so um Autorennen geht es eigentlich kaum noch. Ja, eigentlich. Es geht doch um eine große Es Familie. geht zwar um schöne Autos, es Ja. geht um eine große Familie, es geht um Spionage, es geht Ja. um Action, es geht Um alles. Alles, was fährt, fliegt, weiter, schneller, größer. Ja, Fast and the Furious. Der 9. Teil. Der 9. Teil. Viel Spaß. Bitte. Ich habe mein Leben immer in Viertelmeilenabschnitten gelebt. Aber Dinge ändern sich. Ich bin jetzt Vater. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schenke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Es beschützt dich vor all dem, was da kommt. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Meine hat mich gerade eingeholt. Ist lange her, Dom. Der Typ ist also ein Meisterdieb.
Auftragskiller. Hochleistungsfahrer. Wer ist das? Jacob ist Doms Bruder. Dein ganzes Leben lang hast du dich angestrengt, um schneller zu sein als Dom. Cleverer als Dom. Stärker als Dom. Aber könntest du ihn auch töten? Denn ich bin bereit, wenn du es bist. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Vielleicht ist das wirklich das Ende. Aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Machen wir uns an die Arbeit. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fiero ist, der an Raketentriebwerk geschnallt ist. Beeindruckend, ich weiß. Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend. Mein Haus hat Feuer gefangen! Ich bin hier, um dich zu vernichten, kleiner Bruder. Da liegt ein Fehler. Das hier ist meine Welt. Krass. Die haben ein Flugzeug mit Magnet? Festhalten. Sag mir, dass du nicht das denkst, was ich denke, dass du denkst. Da ist keine Brücke! Nee, echt jetzt? Hey Leute. Überraschung. Schickes Clubhaus. Nee. Ja, hoffentlich haben wir jetzt keine Bremsspur in der Hose. Nein. Also man merkt, die Familie, die sich um Don, gespielt von Vin Diesel natürlich schart, ist immer noch da. Manche sind weg, manche sind auch schon gestorben. Ja, Manche können vielleicht auch manchmal wiederkommen. ja. Ja. Aber was immer der große Feind ist jetzt in den letzten 3 Teilen, glaube ich, immer nur eine große Familie. Ne, der Es Bruder geht von dem immer Bruder. irgendwie um eine Familienfehde, hat man den Eindruck. Ja. Aber jetzt immer um der Bruder, Ja. dann da hat noch ein Bruder und jetzt kommt noch ein Bruder, gespielt von John Cena. Jetzt kommt der große Bruder. Also Helen Mirren, die ja in irgendeinem Teil auch die Mutter mal gespielt hat von diesen ganzen Bösewichten, sie war fleißig, aber was hat sie falsch gemacht? Hat sie immer nur irgendwelche Räuber und Gendarme, Ja, Diebe, irgendwelche Killer in die Welt gesetzt. ja. Naja gut, sie war fleißig. Sie war fleißig. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, welche Universität stellt denn diese Leute ein? Weil die müssen ja auch alle Erfahrung haben mit Computer, mit Auto, mit überhaupt, die müssen ja an diese ganzen Waffensysteme rankommen. Ja, wahrscheinlich ist der Hintergrund wieder eine militärische Ausbildung, so wie Ja. es immer so. Aber die müssen auch alle Geld haben. Dann ja. Weil manchmal kommst du mit einem Panzer, dann mit irgendwelchen Konzeptautos, mit Flugzeugen, mit einer Antonov, mit so einem russischen Passagierflugzeug. Also, Naja gut, die große Cyberkriminelle, gespielt von Charlize Theron, ja, spielt natürlich auch wieder mit und verbündet sich mit dem großen Bruder. ja, stimmt, ja. Und, die da hat ja hängt auch, natürlich das Geld. ja, und die hat ja auch schon ein Flugzeug gehabt. Die hat auch schon Flugzeuge. Also es geht jetzt viel immer in die Luft, aber bei den Autos ist es natürlich auch noch da. Hoffentlich. Ne? Ansonsten natürlich, wenn man Fast and Furious kennt, also man weiß natürlich, es geht um schnelle, schöne Autos, es geht um extreme Menschen, die auch alles können. Also manchmal kann man auch während voller Fahrt aus dem Auto springen, auf ein anderes rauf und zwischendurch auch noch Leute retten.
Das ist die große Familie von Dom. Ja, also man schafft das. Ne? So, und natürlich Fast and Furious, es geht natürlich auch immer noch diese Fehde, also Familie muss zusammenhalten, man arbeitet jetzt mittlerweile mit der Regierung zusammen, Polizei hat sich auch schon zusammen mit denen zusammengeschlossen, sodass man eben auch gegen den großen Bösewicht immer wieder starten kann. Also das weiß man schon, die Geschichte ist demzufolge auch schnell erklärt, aber wie es immer dazu kommt, ist natürlich immer sehr, sehr spannend, das muss man auch sagen. Bei allem Flachs und Krümel, was wir hier machen, es ist immer ein schöner Film, den man auch weggucken kann, wo es eben nicht langweilig wird, sondern ist das Einzige, was vielleicht manchmal ein bisschen so übernatürlich ist, dass eben Toti glaubte auf einmal wiederkommen oder eben auch dieses aus irgendwelchen fahrenden Autos, wie wir schon gesagt haben, rauslaufen oder springen aus Flugzeugen in ein Auto überschlagen und dann immer noch heil. Ja, zum Teil dieses kleine Manko am großen Action-Kino sind natürlich auch die übertriebenen Szenarien, sagen wir mal so. Aber davon lebt ja auch das Action-Kino. Man soll sich, wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, gut, geht nicht, aber ist schön anzusehen, wie sie es gemacht haben. Also so auch immer angucken, ne? Nicht immer so viel, ne? Also wenn man sich halt mit einer Frau, muss man ja wieder sagen, dieses typische Fehde, ne? Man muss sich immer 3-mal im Jahr Sissy angucken, ne? Und immer alles so schön, und wenn sich der Mann dann immer so schöne Action, ne? Und die Frau immer, das geht doch eigentlich gar nicht, das geht nicht. Ja, wenn Licht unendlich ist, warum ist das Lichtschwert so kurz? Ja, ja, ne? So, also, ne, auch an die liebe Weiblichkeit, an die Holde, die Filme sind natürlich auch schon sehr, sehr weit, auch in alle, ob jung, ob alt, schon vorgeschritten. Ne? Aber wie gesagt, immer sagen, es ist gutes Hollywood. Muss man so machen. Ne? Ja, gut. Ja, aber Fast and Furious 9, wir warten und wir hoffen natürlich, wann sollte er jetzt starten? Wann auch im April, wie gesagt, kann Mitte April sein, Terminierung stand zwar schon fest, aber man weiß ja nie, wie sich da immer noch umentschieden wird. Ja. So ganz hundertprozentig stand der Termin aber noch nicht fest. Auf jeden Fall im April. Ja, und er auch schon ein paar Mal verschoben, es sollte ja auch schon ewig 3 Tage laufen. Ne? Ja, gut. Und jetzt von einem spannenden, also auch actiongeladenen, werden wir jetzt wieder ein bisschen düsterer, also ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Suspense. Ja, ein bisschen mehr Tragik. Ein bisschen Noir-Film, ein bisschen Richtung John Wick. Ja, also es geht um Einzelkämpfer, die wieder alles irgendwie können. So, aber wie das Ganze natürlich erst stattfindet, dass dieser Einzelkämpfer erst zum Einzelkämpfer wieder wird, ist natürlich auch in dieser Geschichte, die wir jetzt vorstellen, schön umschrieben. Und er nennt sich so, wie der Film auch heißt. Und zwar für euch Nobody. Viel Spaß. Die haben also etwa 20 Mäuse und eine alte Uhr geklaut? Mr. Mansell, haben Sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad. Hörte bei euch was letzte Nacht ziemlich aufregend. Schade, dass die nicht bei mir eingebrochen haben. Warum hast du es nicht gemacht? Ich habe versucht, den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Naja, wie hat das so funktioniert? Geht's dir gut? Du siehst nicht gut aus. In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will. Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. War ein Wahnsinnstag. Das sehe ich. 12 Jahre habe ich für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Geht alle sofort in den Keller. Was ist hier bitte los? Nicht die Polizei rufen. Ich war das, was die einen Revisor nennen. Das ist der Letzte, den man vor seiner Tür sehen will. Bedeutet, man hat nicht mehr lange zu leben. Hab alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich hab's vielleicht zu gut gemeint. Als du gegangen bist, hast du eine offene Schuld zurückgelassen, die beglichen werden muss.
Und dein Gläubiger weiß von deiner Wiederauferstehung. Sie sind hinter meiner Familie her. Die haben mein Kitty Cat Armband gestohlen. Das geht verdammt nochmal gar nicht. Gib mir das gottverdammte Kitty Cat Armband! Du siehst scheiße aus, Dad. Du solltest die anderen sehen. Wer zum Teufel sind Sie? Ich? Ich bin nur ein Nobody. Jetzt wollte es nicht ausgehen. Ja, ich habe auch vor Schreck an mein Mikro gehauen. Ja. Aber gut. Nobody. So, man merkt irgendwann, so Nobody ist er eigentlich gar nicht. Nee. Aber zum Anfang. Ja. Ja. Er versteckt sich halt. Er versteckt sich. Ich habe ihn erst nicht erkannt, diesen Schauspieler. Bob Odenkirk. Ja, Odenkirk. Odenkirk, ja. Genau. Odenkirk. So, jetzt sagt euch der Schauspieler vielleicht nichts, aber wer Breaking Bad geschaut hat, der müsste ihn eigentlich kennen, weil er hat Saul gespielt, den Rechtsanwalt. Ja, diesen verkappten Rechtsanwalt, der viel mit Mafia und mit Verbrechern zu tun hat. Ja. Eher so ein mittelmäßiger, schmieriger, kleiner Anwalt, der aber dann nachher auch wieder noch eine neue Serie gekriegt hat, genau, die angelehnt ist an Breaking Bad, Better Call Saul. Falls ihr die nochmal gucken wollt, da spielt er auch die Hauptrolle dann und hat es jetzt geschafft mit dem Produzenten von John Wick. Man sieht es auch an dem Poster, an dem Banner, Ähnlichkeiten sind da, dass er einen Einzelkämpfer spielt einen Einzelkämpfer, ja. So, nun fängt die Geschichte auch ein bisschen harmlos an. Und zwar, es wird bei ihm eingebrochen. Und er kann die Verbrecher sogar stellen. Und man sieht ja auch noch im Trailer, er möchte gern, aber irgendwie traut er sich nicht. So, und die Familie sagt, du hättest aber können. Ja, ne, und also, ne, warum beschützt du uns dann nicht? Und die wenden sich von ihm ab. Ne? Sogar seine Frau, Conny Nielsen, die haben vorher immer noch gedacht, vielleicht ist es eine Schwester von Brigitte, aber nein, ist sie nicht. Ja. So, sie kennt man auch schon ewig, und zwar Gladiator. Da hat sie die Schwester von Cäsar. Von Cäsar nachher, also gespielt von Joaquin Phoenix. Da die Schwester gespielt, die auch so, ne, da war ja auch so kleine Intrigen und ein bisschen Inzest, so wurde es ja dargelegt. Und die Schwester gespielt hat mit ihrem Sohn, den sie ja auch beschützen wollte. Ja, und hier spielt sie jetzt die Frau von Bob, sozusagen. Und sie wendet sich von ihm ab und irgendwann ist er wirklich ganz alleine. Ne, der Sohn ist weg, wie dann auch bei Breaking Bad irgendwann war. Er muss alleine irgendwie kämpfen und dann, erinnert er sich. Ne? Ja, und dann kehrt die schwarze Seite in sein Antlitz. Oh ja. Und dann wird es nämlich wieder zu John Wick. Und dann wird es böse. Und dann wird es böse und dann überall, wo er hinhaut, wächst kein Gras mehr. Ja, so muss man das ehrlich sagen. Ja, und im Trailer, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es rüberkam, wer da noch mitspielt. Ein ganz alter Bekannter. Ich glaube, er war ganz kurz zu sehen. Ja. Und zwar Christopher Lloyd. Ja, unser Doc Brown. Zurück in die Zukunft. Genau. Ja, er spielt da auch mit. In welche versteckte Rolle? Ich glaube, den Vater. Den Vater von ihm. Den Vater von so, und wahrscheinlich, weil man weiß ja dann nachher auch schon, und so ein bisschen mit Mafia hatte er dann auch zu tun gehabt, sodass er das überall alles erstmal kann, was er dann nachher auch zeigt. So, und vielleicht weiß der Vater auch mehr, warum, und vielleicht spielt er nämlich auch eine gute Rolle, um vielleicht ihm auch da noch mehr auf den Weg zu helfen. Man weiß es immer nicht. Ne? Aber ja, im Endeffekt ein Thriller, so wie Liam Neeson im Endeffekt bei 96 Hours. Ne? Erst denkt man, ein etwas in die Jahre gekommener Vater, der einfach nur Angst hat. Ja. So, und irgendwann kann er Bälle umkippen und wenn er Honig will, kaut er Bienen.
Also frei nach dem Motto, ein guter Action-Thriller direkt auf die Fresse. Direkt auf die Fresse, so kann man auch sagen. Ja, und soll auch direkt als April-Scherz starten, 1.4. 1.4.? So steht's drin. Also alles, was wir heute so vorgestellt haben, so sehr dicht beieinander. Aber wir hoffen natürlich, dass wir aufmachen können und demzufolge wollen wir natürlich auch am besten gleich euch diese Filme, die wir heute vorgestellt haben, euch präsentieren. Liegt natürlich immer ein bisschen an den Verleihern, denn wir merken jetzt ja auch, der fleißige Sky-Kunde merkt, Mensch, Wonder Woman. Wo ist der denn? Wo ist denn der? Der ist ja gar nicht mehr in die Kinos. Und es wird auch damit geworben, ja, vor dem Kinostart, jetzt schon bei Sky, das freut uns natürlich als Kinobetreiber richtig dolle, dass wir ihn dann doch nicht spielen dürfen, können, müssen, sollen. Ja, sehr schade. Ja. Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Wie gesagt, also es kommen ja auch dieses Jahr noch ein paar Filme raus. Ja. Viele haben sie auch ins nächste Jahr verschoben. 2022, die großen Highlight-Filme, die im Grunde genommen dieses Jahr schon kommen sollten. Aber wahrscheinlich hatten sie auch noch Angst, wie jetzt die Regierung bzw. wie diese Pandemie weitergehen wird. Ja, und das hat ja auch mal damit zu tun, wie wird wer rankommen an die Impfung. Denn was wir ja alle glauben ist irgendwann, also die Impfung, wenn wir die dann haben, dann dürfen wir vielleicht aufmachen und dürfen aber auch nur Leute reinlassen, die vielleicht geimpft sind. Also das kann natürlich auch kommen. Ja. So, und je schneller wir natürlich damit durch sind, umso schneller ist natürlich auch irgendwann das, der Wiederaufbau des Kinos oder auch natürlich der anderen Geschäfte. So, und ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie wir weiterkommen jetzt. Ansonsten bleiben wir natürlich immer stehen und versuchen euch immer nur zu zeigen, das könnte kommen. Ja, jetzt haben wir euch eine Zeit lang immer gezeigt, das könnt ihr euch mal angucken. Also alles das, was natürlich jetzt auch im Fernsehen kam und so, das haben wir euch ein bisschen präsentiert. Ja, wie gesagt, es sollte heute auch diese große Prognose sein. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn es jetzt bald losgeht? Ja. Das stimmt. Naja, wir hoffen natürlich auch, dass auch die anderen Filme, die großen, so wie James Bond, worüber wir ja immer schon sprechen, dass er natürlich dann auch irgendwann dann startet, aber da haben wir noch kein nichts Richtiges, ja, nichts der Greifbares. vorläufige Termin ist wieder im November. Wie schön. Er sollte mal früher sein. Er sollte mal im Februar kommen, dann sollte er im November kommen, dann sollte Anfang Dezember kommen, jetzt ist es wieder November geworden. Also im Endeffekt wie Avatar, wir verschieben und verschieben. Wir gucken. Wir sind gespannt. Und ihr wisst ja, ne, haben wir schon mal gesagt, James Bond muss jetzt ja auch neu gedreht werden. Ja, Nachdrehs durch dieses Produktplacement, Lizenzen sind abgelaufen, wahrscheinlich ist es kein iPhone mehr, was er benutzt, sondern ein Xiaomi. Xiaomi heißt das. Oder Xiaomi. Ja, kann man im Internet, sich mal, wie wird denn das ausgesprochen, ne? Xiaomi. Aber wir hoffen, der Aston Martin bleibt. Ja, na gut, manchmal, warum nicht auch mal ein Polski Fiat? Oder so, oder ein Lada. Oder ein Lada. Ne? Also ich bin ja ein großer Fan, also auch von dem, jeder kennt ja den Pirelli-Kalender, aber es gibt auch die russische Version von dem Lada-Kalender. Die Frauen sind sehr normal. Ja, Magda und Olga. Ne? Also treu dem Motto, man muss keine Zähne haben, aber dafür einen roten Lippenstift. Also sehr, sehr nett anzuschauen. Also falls ihr mal Lust habt, ne, man kann sich die auch bestellen. Das ist ganz, ganz toll. Naja, gut, also wir hoffen ganz doll, dass wir diese Filme, die wir euch heute vorgestellt haben, natürlich auch dann bald zu uns kommen. Immer mit der Bedingung natürlich, dass wir aufmachen dürfen. Ne? Dann können wir das natürlich auch alles spielen und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder zahlreich zu uns hier ins Kino kommt und dann da sitzt, wo wir jetzt gerade sitzen. Genau. Wie gesagt, unten in den Kommentaren könnt ihr natürlich auch noch mal ein bisschen was da lassen. Ja. Guckt doch mal rein, vielleicht fällt euch auch noch mal ein Film ein, den wir jetzt in Zukunft noch mal besprechen können, wo wir Stand jetzt noch keinen Starttermin hätten. Richtig. Aber ihr vielleicht schon ein bisschen was anderes wisst. Ansonsten Klingeldings, Abo. Das wisst ihr? Tipptopp. Und dann sehen wir uns nämlich nächste Woche zu unserem Livestream. Genau, nächste Woche ist der Livestream. Endlich ist er da. Wir sind also jeden Tag fast Vorbereitung. Ja, guckt immer schön auf unsere Stories. Wir posten auch immer, ne, falls einer nicht mal weiß, wann es losgeht. Wir können es auch noch mal sagen. 27. Also nächste Woche Samstag 21 Uhr, Freunde. Ja. 2100. Yeah, dann geht es los hier. Dann wird gerockt und gepoppt. Also
von der Musikrichtung her, bis die Schlüpfergummis reißen. Ja, so wollen wir tun. So wollen wir tun. Ja, also wir haben jetzt eigentlich schon, wir wissen eigentlich schon, dass wir viel Spaß haben und wir wollen euch natürlich auch gerne dabei haben, damit wir alle gemeinsam natürlich einen wunderschönen Abend verleben. Das ist einfach so. So, und jetzt machen wir natürlich noch ein bisschen eine kleine Werbung wieder. So wie eigentlich schon immer nach unserer wunderschönen Show. Also heute ist wieder was für die ganze Familie, sage ich euch mal gleich, ne, für den kleinen Hunger nach dem großen Essen. So, und manchmal hat man es auch als Hausdame nicht so einfach, das alles so zu schaffen. Da kamen die Männer doch pünktlich von der Arbeit. Ja, zu der Zeit. Oh. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß, wir haben Spaß. Wir hoffen bis bald. Ja, würde ich sagen. Ja, und nächste Woche schaltet ein. C2C live. Bis dahin. Bis wir dahin. gehen ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Darauf habe ich gewartet und wünsche allen einen guten Appetit. Tschüss. Ciao. Wenn man es eilig hat. Und wann hätte man es nicht eilig? Das Leben ist so kurz, besonders nach 5 Uhr. Also wenn man es eilig hat, dann kommt todsicher etwas dazwischen. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man verliert die Nerven. Sehen Sie? Sind schon verloren. Oder man bricht sämtliche Rekorde im Maschinenschreiben. So, nochmal schnell durchlesen, ob auch die Interpunktion sitzt. Ja. Sieh da, der Tüchtigen beschert das Glück ein Auto. Na, Auto ist zu viel gesagt, es ist mehr eine Autosuggestion, ein Auto mit Handbetrieb. Im Kampf mit der Tücke des Objekts gibt es nun wieder 2 Möglichkeiten. Entweder man siegt, wenigstens für 1 Meter, oder man unterliegt. Das ist ein schwieriger Fall. Richtig, besser in einer fahrenden Straßenbahn stehen, als in einem stehenden Auto sitzen oder drunter liegen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. In diesem Fall ist der Charakter genauso gut wie der Pudding. Denn in puncto Pudding gibt's eben die altbewährte Möglichkeit. Nämlich mit Dr. Oetker. Einer schöner als der andere. Drum macht's wie Renate und die weiß es wieder von ihrer Mutter. Für Pudding und Cremespeisen einfach Dr. Oetker.